Die Tatsache ist, dass der freie Wille nur innerhalb der Grenzen des Bewusstseins existiert. Jenseits dieser Grenzen gibt es nur Zwang. Jenseits dieser Grenzen findet man einen endlosen Ozean an Mächten, die dem Bewusstsein zum größten Teil entgehen. Diese Mächte sind die Energiezentren unserer Psyche. Diese formen nicht nur unser Verhalten und Reaktionen, sondern auch unsere Entschlüsse, Interessen und Wünsche. Teil 1. Eine Beschreibung der Komplexe. Die Kräfte, die dies beeinflussen, sind das, was Carl Jung als autonome, fragmentierte Psychen, nämlich unsere Komplexe, bezeichnet hat. Laut Sigmund Freud sind unsere nächtlichen Träume der Königsweg ins Unbewusste. Und basierend auf Carl Jung sind es die Komplexe, die uns den Königsweg zu den Tiefen unserer Psyche bieten. Wenn wir also unsere Komplexe auf den Grund gehen, fühlen sie in unsere persönlichen und kollektiven Tiefen unseres Seins. In diesem Video werde ich nicht alles abdecken können, was zu diesem Thema gehört. Von daher ist es eher ein Einblick in die Welt der Komplexe und damit ins Reich des Unbewussten zu bekommen. Wie viele andere Themen, die ich hier auf diesem Kanal abdecke, bedarf es weitaus mehr Raum, um ein umfassendes Verständnis davon zu bekommen. Wenn du jedoch mehr über dieses Thema wissen möchtest, findest du in der Beschreibung einiges an passender Literatur. Eine einführende und zusammenfassende Beschreibung der Komplexe bekommen wir von der jungianischen Analystin Marie-Louise von Franz in der Dokumentation The Way of the Dream. Well, a complex is simply the motor of the psyche. They are like different nuclear centers which give the drive and the impulse and the aliveness to the psyche. If we had no complexes, we would be dead. You see that at once. For instance, you are somewhere and you are terribly bored, and then something touches your complex, and you go and you get going. Your interest is aroused. That is because a complex has been touched. So the complex are simply the energy centers of the psyche. But we generally, in colloquial language, use it only in its negative form. We say somebody has a sex complex or a money complex or a mother complex, and then it means that this special theme arouses the person negatively. Dies erweitert bereits unser alltägliches Verständnis über Komplexe. Sie sind weit mehr als nur negative Reaktionen. Sie sind eine Quelle für unseren Antrieb. Es sind Komplexe, die, wenn sie durch etwas in der bewussten Welt berührt werden, aktiviert werden. Eine Energie wird freigesetzt, die unsere Gedanken, Gefühle und Aktionen in eine bestimmte Bahn bringt. Diese sind die manifestierten Symptome der Komplexe. Der Raum zwischen den Symptomen ist eingefärbt durch das, was Carl Gustav Jung als Gefühlstun oder Leitmotiv bezeichnet hat. Es ist etwas, das unsere Erfahrung und Wahrnehmung in eine bestimmte Stimmung einfärbt. Er vergleicht es mit der Musik von Wagner, eine unterliegende Stimmung, die der Musik eine Richtung vorgibt. Dies können wir beobachten, wenn wir zum Beispiel uns mit den Themen beschäftigen, die auf uns eine Anziehung haben. Wir werden uns auf einer subtilen Art und Weise über eine bestimmte Qualität bewusst, die uns dazu verleitet, uns mehr damit zu beschäftigen. Dies kann ein Thema sein, bestimmte Musikrichtungen, ein bestimmtes Filmgenre oder Sport, von dem wir besessen sind. Es erweckt etwas, ein Komplex ist damit berührt worden. Ein weiteres Beispiel für einen Komplex wird im Folgenden von Robert A. Johnson erwähnt. Father complex is trying to get somebody else to make the laws for you and protect you and make structure and tell you what to do. The father archetype is the very principle of masculinity and law and form and structure. Er erklärt hier, wie sich ein negativer Komplex ausdrücken kann. Der Komplex umringt ein bestimmtes Thema, nämlich den Vater. Da dieser Komplex
einen negativen Gefühlston mit sich trägt. Wenn man bedenkt, dass eine Person in einem bestimmten Alter eine gewisse Autonomie haben sollte, leitet dieser Komplex ein bestimmtes limitiertes Verhalten an. Die Person, der von diesem negativen Komplex betroffen ist, sucht außerhalb von sich selbst eine Autorität. Dies kann zur Folge haben, dass er selbst nicht über sein Leben bestimmt, sondern andere Personen. Er lebt nicht sein Leben, sondern das Leben anderer. Natürlich ist die Abhängigkeit vom Vater eine wichtige in den ersten Lebensjahren, aber nach einiger Zeit und Reife wird es nötig sein, seine eigene Autorität zu folgen. Hallo zusammen. Wenn dir dieser Inhalt gefällt, dann würdest du mir einen riesengroßen Gefallen damit tun, diesen Kanal zu abonnieren. Ein weiterer kleiner Schritt, den du tätigen kannst, der mir unglaublich dabei helfen wird, weiterhin solche Videos zu produzieren, ist, diesem Video ein Like zu geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch weiterhin Spaß mit diesem Kanal. Teil 2. Die Struktur der Komplexe. Was sich hier bereits herauskristallisiert, ist eine Anatomie der Komplexe. Diese Anatomie wird uns dabei helfen, besser zu verstehen, wie Komplexe solch eine starke Kraft über uns haben können. Marianne Woodman, die kanadische Autorin, Dichterin und analytische Psychologin, bietet in der bereits erwähnten Dokumentation The Way of the Dream eine Verbildlichung der Struktur der Komplexe. Perhaps it would be helpful at this time to look at a model of Jung's understanding of the psyche. Remember, this is only a general format. Every person is individual in their actual dreaming and in their actual process. But this is how he saw the general pattern. If we take this circle as the self that includes the known, the unknown, everything, and if we hold this line as the threshold of consciousness, by threshold I mean it's that space when you're waking up, when you just come over into this world, or you can fall back into sleep. Here is the unconscious, here is the so-called world of consciousness. Between those two is this little tiny ego, tiny little thing. And yet all of our world, our reality, moves through that space. It's partly in the unconscious, partly in consciousness. In the unconscious, as Jung understood it, there are these floating islands in this vast sea. And these are known as the complexes. They are energy centers, and they have at their core what he calls archetypes. Archetypen sind Ideen, die in der objektiven Psyche existieren. Objektiv, da es nicht persönlich ist, sondern in der Masse immer wieder auftaucht. Archetypen sind Gruppierungen von zeitlosen Dynamiken und Eigenschaften, die tief in unseren kollektiven geteilten Natur verwurzelt sind. Sie existieren in einem Bereich, der weder von Zeit noch Raum bestimmt wird. Daher finden sich die gleichen archetypischen Strukturen in allen Kulturen und Generationen wieder. Die Etymologie ist hier auch sehr aufschlussreich. Das erste Element, Arche, bedeutet Anfang, Ursprung oder Urquelle, aber es ist auch verbunden mit der Position eines Führers oder die Herrschaft, oder mit anderen Worten, es ist dominant. Das zweite Element, Typus, beschreibt einen Druck, Form, etwas Gepresstes. Archetypen können somit auch als zugrunde liegende Form oder die Urform bezeichnet werden. Außerdem ist es auch wichtig zu verstehen, dass Archetypen nicht eindeutig kategorisiert oder beschrieben werden können. Dies sorgt häufig für Verwirrung, da wir versuchen, alles durch Konzepte zu definieren, und wenn wir über Archetypen sprechen, ist es leicht, auf Paradoxe zu stoßen. Da Archetypen allerdings Bestandteil des Unbewussten sind sie nicht durch Dualität der bewussten Welt beschränkt.
Die Grenzen zwischen Archetypen und Archetypischen sind fließend. So sagt Jung über Archetypen: Natürlich strebt unser intellektuelles Urteil immer danach, den Archetyp in eindeutigen Begriffen zu definieren und übersieht dabei das Wesentliche, denn sein charakteristischstes Merkmal, das wir vor allem im Auge behalten müssen, ist seine Ambivalenz. Teil 3: Die Ausrichtung der Komplexe. Wenn wir uns die Archetypen im Ganzen anschauen, sagt das allerdings noch nichts über den Komplex aus. Der Komplexe definiert unsere Beziehung zum Archetypen. In gewisser Weise schränkt er unsere Erfahrung mit den Archetypen ein. So kann jemand einen positiven oder einen negativen Vaterkomplex besitzen. Was diese Ausrichtung definiert, ist unsere vergangene Erfahrung. Jedes Kind trägt ein unbewusstes Bild des Vaters in sich, denn das Vaterbild ist archetypisch. Egal wo wir hinschauen, sehen wir, dass grundlegende Qualitäten des Vaters existieren, die unabhängig von Raum und Zeit sind. Dieses Bild wird durch die Psyche auf die Welt projiziert, insbesondere auf die Person, die die Vaterrolle einnimmt. Wenn die erste Erfahrung mit dem Vater von Angst, Gewalt oder Missbrauch geprägt ist, kann man davon ausgehen, dass die Ausrichtung des Individuums auf die negativen Aspekte des Archetypes gerichtet ist. Ein negativer Vaterkomplex. Die Komplexe werden nicht nur von unseren bewussten persönlichen Erfahrungen geprägt, sondern auch von tief liegenden Einflüssen. Nicht alles, was ein Komplex auslöst, lässt sich direkt auf vergangene Erlebnisse zurückführen. Wenn wir unsere Interessen, Vorlieben oder das, was uns im Leben Tiefe gibt, betrachten, erkennen wir, dass diese oft in Schichten verwurzelt sind, die tiefer reichen als das bewusste Erlebte. Auch innere Konflikte und das, womit wir ringen, können hier ihren Ursprung haben. Einer dieser Quellen findet sich in der Kultur. Diese Komplexe entstehen aus der gemeinsamen Geschichte, den Mythen, die Traumata einer bestimmten Kultur und wirken ähnlich wie persönliche Komplexe. Dann gibt es Komplexe, die dem Bewusstsein und dem persönlichen Leben entgehen, da ihr Ursprung transpersonal ist. Eine mögliche Erklärung dieser Komplexe findet man zum Beispiel in der Astrologie. Damit haben wir eine Kategorisierung von verschiedenen Arten von Komplexen basierend auf ihren Ursprung und ihrer Ausdrucksform. Die 3 Typen des Ursprungs sind die persönlichen Komplexe, die kulturellen Komplexe und die Komplexe, die aus dem Transpersonalen stammen. Die 2 Typen der Natur sind die gesunden Komplexe, die unser Leben Tiefe geben, reicher machen, Bedeutung im Leben geben und in Harmonie mit unserer Entwicklung stehen. Und dann haben wir dysfunktionale Komplexe. Jegliche Komplexe, die unsere Entwicklung hindern, in gewisser Weise eingefahrene Verhaltensmuster, die ihre Gültigkeit verloren haben. Teil 4: Die Dynamiken der Komplexe. Jedermann weiß heutzutage, dass man Komplexe hat. Dass aber die Komplexe einen haben, ist weniger bekannt, aber theoretisch umso wichtiger. Ob es gesunde oder dysfunktionale Komplexe sind, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie uns auf eine Bahn bringen, auf der wir auf eine bestimmte Art und Weise uns verhalten werden. Jedes Mal, wenn wir von dem Komplex berührt werden, wiederholen wir dieses Verhalten. Wiederholungen in der Natur, sowie auch in der Psyche, sind dazu da, etwas zu stabilisieren, ein System zu stabilisieren. Dies sehen wir bereits auf der Ebene der Embryoentwicklung. Die befruchtete Zelle soll sich teilen, um 2 Zellen zu bilden. Danach teilen sie sich weiter in 4, dann in 8 Zellen und so weiter. Und langsam entfaltet sich dann hier ein Muster 1, 2, 4, 8 und so weiter. Und dieses Muster formt eine Struktur, den Embryo. Ähnlich verhält es sich auch in unserem psychologischen Leben. Wiederholungen bilden die Grundlage sowohl für förderliche als auch für destruktive Muster. Überzeugungen oder Handlungen, die wir immer wiederholen, formen ein Muster. Diese Muster stehen im Einklang mit unseren Komplexen. Betrachten wir zum Beispiel eine Person, die von ihren Eltern in der Kindheit verlassen wurde. Ein traumatisches Erlebnis. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden bestimmte Verhaltensweisen und Ereignisse im Leben dieser Person wiederkehren. Sie werden spezifische Glaubenssysteme tragen und bestimmte Verhaltensweisen auslegen. All dies gehört zu den typischen Eigenschaften der Ausdrucksform von diesem bestimmten Komplex.
Die Verhalten, die sich dann zu Verhaltensmuster formen, können am Anfang eine Art Bewältigungsstrategie sein, um mit der Situation klarzukommen, aber mit der Zeit werden diese Muster starrer und lassen keinen Raum für die Entwicklung. Der jungianische Analytiker und Gründer des Assisi Institute für Archetypal Patterns, Michael Conforti, schreibt über die Entwicklung von Systemen und damit schließt er die Psyche mit ein, das Folgende. In das Leben praktisch jedes Organismus sind Wege eingebaut, um ihn auf größere Ebenen der Komplexität zu bringen. Durch das Auftreten von Herausforderungen und Störungen des vorherigen Organisationsniveaus müssen Systeme entweder auf diese Veränderungen reagieren und sich anpassen oder in einem einfachen Replikationsregime verhaftet bleiben. Ein Verhalten, das einst eine Notwendigkeit war, wird jetzt zur Last. Es stabilisiert sich, aber um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, ist ab einem gewissen Punkt etwas Neues erforderlich. Wenn wir an den Punkt gelangen, an dem uns eine Handlung nicht mehr dient und es uns Energie raubt, stehen wir an einem Entspaltungspunkt. Entweder haben wir die Fähigkeit und die Kraft, dieses Muster loszulassen, oder wir führen dieses weiter fort, was letztendlich unsere Energie völlig erschöpfen wird. Unser System wird müde, doch die Energie geht nicht verloren, sie zieht sich nur zurück und will sich in eine neue Richtung bewegen. Man könnte also sagen, dass hier ein dynamischer Prozess besteht, der zuerst nach Stabilität sucht und dann nach einer gewissen Zeit Novelty benötigt, etwas Neues benötigt, um mehr Komplexität zu entwickeln und sich dann wieder stabilisiert und das wiederholt sich immer wieder. Die Energieversorgung in der ersten Hälfte des Prozesses dient dazu, Wiederholungen, Form und Stabilität zu schaffen und in der zweiten Phase die Energie zurückfließt, um einen neuen Weg, eine neue Ebene von Tiefe und Komplexität zu schaffen. Das Leben möchte ab diesem Punkt, dass wir einen neuen Weg einschlagen. Damit können wir Komplexe auch als eine Möglichkeit ansehen, um mehr Komplexität und Tiefe zu kreieren. Wie in der Natur, wenn ein System neue äußere Einflüsse ausgesetzt ist und sich dann anpassen kann, wird es in seiner Funktionsweise komplexer. Es gewinnt eine höhere Ordnung und ist in der Lage, sich diversen Situationen besser anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Komplexe einen individuellen und kollektiven Teil haben und einen archetypischen Kern. Komplexe agieren wie Gravitationsfelder, die uns in ihren Bann ziehen und uns in eine bestimmte Beziehung mit dem Archetypen bringen. Oder wie Michael Conforti es beschreibt. Der Komplex erzeugt eine Art Antenne um uns herum, sodass wir in der Lage sind, eine spezifische Frequenz eines Archetyps zu empfangen und uns darauf auszurichten. Dieser Abstimmungsmechanismus bestimmt, welche Frequenz zugänglich gemacht und welche ausgeblendet wird. Diese Energie kann so stark sein, dass sie komplett unsere bewussten Willen gehen kann. Wir können uns nicht helfen, wir sind im Bann unserer Impulse. Marianne Woodman setzt hier die Beschreibung fort. And those archetypes are immense energy, divine energy, that have the power to knock the ego right out. They also, however, are essential to human beings in that it's from that archetypal world that poetry, music, all the great arts come. And of course, religion is from that space. Now the complex comes into action when something out here in the ordinary world attracts it. I'll use an addict as an example because it's so clear with an addiction. Supposing I had no loving mother. Not because she didn't love me, my mother, but because through her generations behind her, she didn't know how to look at me as I was, or at me as
She saw me as she wanted to be, but it wasn't my reality. So somewhere along the line, I developed a craving for sweetness, a craving for nourishment, for life. I happened to put this onto chocolate or any other food that was sweet and could give me that feeling of being loved. So I see the chocolate. I want the chocolate. If I have a weak ego, the ego cannot tell me, no, you shouldn't have any more chocolate. So I come past the ego and go for the chocolate. I go right up through that unchallenged line. Supposing I try to say to myself, I won't have the chocolate. It may be that the archetype will say, I will. And I don't care what you think, what your ego wants to do, I want the chocolate. I've always had the chocolate. I always will have it, and I will go direct to the chocolate. The ego has been wiped out, and we are really in a complex situation. Sich von Komplexen zu lösen, ist keine einfache. Und eventuell kann man sich auch gar nicht so völlig von ihnen lösen. Stattdessen, wie es Carl Jung beschrieb, wachsen wir über sie hinaus. Auch dies in einzelne Schritte runterzubrechen oder ein Rezept für diesen Erfolg zu erstellen, würde der Realität nicht gerecht werden. Es ist ein individueller Prozess, der sich zum Teil bewusst, aber auch zum Teil unbewusst abspielt. Deshalb geht es in diesem Video nicht darum, wie man die Komplexe löst, sondern vielmehr darum, die bestehende Neugierde für die innere Welt zu stärken und ein Verständnis für die inneren Dynamiken zu bekommen. Denn der Weg der Komplexe führt uns hinter das Oberflächliche und offenbart die Wurzeln ins Unbewusste. Dort besteht die Möglichkeit, die Muster unseres Lebens zu entdecken, ans Licht des Bewusstseins zu bringen und damit einen Einblick in das mögliche Schicksal und Bestimmung unseres Lebens zu gewinnen.